Hallo und herzlich willkommen zu meinem 5. Video, in dem es um eine relativ schwer zu berechnende Reihenschaltung geht. Die Reihenschaltung besteht aus zwei Widerständen, dem ersten Widerstand Ri, von dem der Widerstandswert bekannt ist, dem zweiten Widerstand Ra, von dem aber die Leistung bekannt ist, die er innerhalb dieser Reihenschaltung abgibt. Außerdem ist die Gesamtspannung bekannt. Ich kenne also die drei Werte U, Ri und Pa. Gesucht ist dabei dieser Widerstandswert Pa. Ich habe in älteren Videos schon gezeigt, dass es für diese Kombination von Werten, die wir hier sehen, zwei Lösungen gibt. Ich habe in einem älteren Video auch schon gezeigt, dass diese Gleichung der Lösungsansatz ist, um Ra, die Unbekannte, zu berechnen. Ich habe außerdem in einem Video gezeigt, wie man diese Gleichung numerisch lösen kann, um von da aus auf diese beiden Lösungswerte zu kommen. In diesem Video geht es nun darum, diese Gleichung so umzuformen, dass daraus eine fertige Lösungsformel entsteht, mit deren Hilfe ich die beiden Widerstandswerte Ra1 und Ra2 mit Hilfe der bekannten Werte Ri, U und Pa berechnen kann. Sie sehen hier schon die Lösung. In diesem Video geht es also eigentlich mehr um die mathematische Umformung dieser Gleichung zu dieser Lösungsgleichung. Ich möchte aber hier schon darauf hinweisen, dass ich in einem weiteren Video das Ganze nochmal elektrotechnisch beleuchten werde, insbesondere dahingehend, warum es zwei Lösungen geben muss, zumindest bei bestimmten vorgegebenen Werten. Bevor ich nun diese Gleichung herleiten werde, wende ich sie einmal an. Ich kann also in diese fertige Gleichung die Werte Ri, das sind 0,5 Ohm, U 6,3 Volt und die Leistung Pa einsetzen, jeweils an die entsprechenden Stellen. Um auf die erste Lösung zu kommen, muss ich dann allerdings hergehen und diesen Wurzelausdruck addieren. Der wird also addiert, dieser gesamte Wurzelausdruck. Und für die zweite Lösung subtrahiere ich diesen Wurzelausdruck. Deswegen steht auch an dieser Stelle Plus und Minus. Gebe ich das in einen Taschenrechner ein, so komme ich damit auf die entsprechenden Lösungen. Der Lösungsweg, den ich hier nun einschlagen werde, geht über die sogenannte Lösungsformel für quadratische Gleichungen, die Sie möglicherweise aus Ihrem Mathematikunterricht schon kennen. x12 gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Um diese Formel anwenden zu können, muss ich zunächst die quadratische Gleichung, die ich ja kenne, in diese Form bringen. Dabei steht x² mit dem Faktor 1 da. In unserem Fall ist das Ra, die Unbekannte. Hier steht x. Außerdem muss das Ra nochmal an dieser Stelle auftauchen. Hier steht wiederum x mit einem Faktor davor, den ich kennen muss. Hier dürfen also nur Werte stehen, die ich wirklich, bevor ich konkret etwas ausrechnen kann, kenne. Hier steht der Platzhalter p an dieser Stelle. Außerdem gibt es noch q. Q hat keine Verbindung zu x oder x², ist also ein reiner Zahlenwert. Das heißt, meine Aufgabe, die ich nun zu lösen habe, ist zunächst die, dass ich die Formel, die oben gegeben war, in diese Form bringe und sie anschließend in diese Form überführe. Wir sehen hier die Formel, die oben schon angegeben war. Das ist die Formel, die für diese Gleichung gültig ist. Sie hat nur die eine unbekannte Ra, alle anderen Werte werden als bekannt vorausgesetzt. Zunächst werde ich nun diese Klammer auflösen. Das geschieht dadurch, dass ich das Quadrieren dieses gesamten Ausdruckes einmal auf den Zähler anwende und auf den Nenner anwende. Somit bin ich diese Klammer los. Im nächsten Schritt gehe ich her und multipliziere beide Seiten der Gleichung mit diesem Ausdruck, der im Nenner steht, wodurch dieser Ausdruck auf der rechten Seite vollständig verschwindet und auf der linken Seite als Multiplikator auftaucht. Im nächsten Schritt gehe ich nun wiederum her und teile beide Seiten der Gleichung durch Pa, wodurch das Pa auf der linken Seite verschwindet und auf der rechten Seite im Nenner auftaucht. Schaue ich mir nun die linke Seite an, so sehe ich, dass zwei Werte
addiert werden und das Ganze quadriert wird. Das Ganze entspricht also damit einer binomischen Formel a plus b in Klammern zum Quadrat gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Um diese Klammer auflösen zu können, werde ich also nun diese binomische Formel anwenden. Aus RI wird RI Quadrat entsprechend diesem a Quadrat. Dann folgt 2 mal AB, 2 mal RI mal RA, 2 mal RI mal RA plus RA Quadrat. Da auf der rechten Seite eine 0 stehen muss, werde ich nun diesen Term durch Subtraktion von der rechten Seite entfernen, wodurch er auf der linken Seite eben subtrahiert wird. Im nächsten Schritt habe ich nun eine Sortierung vorgenommen. Ich bin hergegangen und habe dieses RA Quadrat ganz nach links geschrieben und das RI Quadrat ganz nach rechts. Alles andere ist so geblieben, wie es war. Von hier aus möchte ich nun diese Gleichung in diese Form bringen. Das heißt, das x² hat den Faktor 1, das ist im Grunde schon erfüllt, denn das x² entspricht ja hier dem RA². Das RI² entspricht bereits diesem Q. Das RA taucht aber nun an dieser Stelle nochmal auf und an dieser Stelle. Es darf aber in dieser Form nur einmal auftauchen. Daher muss ich nun dieses RA ausklammern. Das ist in diesem Schritt geschehen. Sollte Ihnen dieser Schritt recht abstrakt vorkommen, so können Sie ihn überprüfen, indem Sie diese Klammer wieder auflösen. Dabei müssen Sie nämlich RA mit diesem Ausdruck multiplizieren und RA auch mit diesem Ausdruck multiplizieren, wodurch Sie wiederum an dieser Stelle landen. Und damit sollte dann klar werden, dass man auch von dieser Stelle hierher gehen kann, um das Ganze auszuklammern. Damit ist auch schon die Form erreicht, die ich haben möchte. Ich kann mir nun überlegen, dass das RA ja dem x entspricht und damit wird aus RA Quadrat x Quadrat, aus RA wird x und somit hat diese Formel genau die Form, die ich brauche, wobei P diesem Ausdruck entspricht und Q diesem Ausdruck. Zur Anwendung der Lösungsformel muss ich nun aus dieser gegebenen Form das P hier einsetzen und an diese Stelle und das Q wird an diese Stelle eingesetzt. Entsprechend setze ich nun also diesen Ausdruck, der ja dem P entspricht, hier ein und auch an diese Stelle und RI² setze ich hier ein. Das ist hier bereits vollzogen worden. Wobei ich hergegangen bin und das p² bereits umgesetzt habe, indem ich diesen gesamten Ausdruck durch 2 geteilt habe, wodurch die 2 an dieser Stelle verschwindet und hier im Nenner auftaucht, an der Stelle. Der Ausdruck hier vorne entspricht wiederum genau dem Ausdruck innerhalb der Klammer, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Aus diesem Minus wird hier ein Plus und hier steht kein Vorzeichen, also wird daraus ein Minus. Damit ist die Lösungsformel vollständig hergeleitet. Ich kann nun in diese Formel die Werte, die ich kenne, einsetzen. Das ist RI, ist hier eingesetzt worden, U an diese Stelle, PA hier eingesetzt, entsprechend an diesen Stellen. Für die erste Lösung addiere ich nun den ganzen Wurzelausdruck, für die zweite Lösung subtrahiere ich ihn. Ich werde nun noch zeigen, wie man mit dem Casio FX991DE diesen gesamten Ausdruck berechnen kann, ohne dass man wirklich Zwischenschritte gehen muss. Es lohnt sich also durchaus, diesem Weg noch zu folgen. Ich gebe nun also diese Zahlenwerte in den Casio ein. Das ist recht einfach. Minus 0,5 plus Bruchstrich 6,3 zum Quadrat geteilt durch 20 minus Wurzel aus, Klammer auf, 0,5 minus Bruch 6,3 zum Quadrat durch 20. Jetzt geht die Klammer wieder zu. Ich muss das Ganze nochmal quadrieren und mit minus 0,5
zum Quadrat ergänzen. Drücke ich jetzt das Gleichheitszeichen, so taucht die zweite Lösung auf. Um die erste Lösung zu ermitteln, muss ich nun nicht hergehen und alles nochmal eingeben, sondern ich kann zurückblättern, mit Delete das Minuszeichen löschen, ein Pluszeichen eingeben, das Gleichheitszeichen betätigen und ich habe die zweite Lösung ermittelt. Ja, somit haben Sie nun gesehen, wie ich diese Lösungsformel hergeleitet und angewendet habe. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich im nächsten Video das Ganze nochmal von der elektrotechnischen Seite betrachten und zeigen, warum zumindest bei bestimmten Konstellationen, die hier vorgegeben sind, tatsächlich zwei Lösungen herauskommen müssen. Ich hoffe, Sie werden der kleinen Serie weiter folgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.